Viking-Holster, Quasimodo-Holster. Die schauen noch ziemlich ähnlich aus. Was ist der Unterschied und warum ist das Viking-Holster oder das Quasimodo-Holster eventuell die bessere Wahl für dich? Alles dazu erzähle ich dir in diesem Video. Viele von euch kennen das Viking-Holster. Das Viking-Holster ist das Go-To Inside the Waistband Holster und ist generell ein Holster, was darauf optimiert ist, dass du wirklich minimalstes Volumen hast und deine Waffe kompakt bei dir am Körper tragen kannst. Wir haben im letzten Jahr ein neues Holstermodell vorgestellt, nämlich das Quasimodo-Holster. Und von außen schauen die beiden ziemlich ähnlich aus. Aber der Unterschied, der liegt auf der Rückseite und einigen Details, die dieses Holster nochmal besonderer machen, um Full-Size-Waffen, wie sie oft von Dienstgebern ausgegeben werden, wirklich mit normaler Kleidung kompakt am Körper tragen zu können. Das Quasimodo-Holster, das ist nämlich auf der Rückseite einen sogenannten Bulge, nennen wir es, und wir nennen es ein 3D-Wedge bei uns intern. Und dieses 3D-Wedge, das sorgt dafür, dass die Waffe bei dir, egal wie ob du dich wohin setzt, wie du dich bewegst, immer kompakt zum Körper gedrückt wird. Weil bei Holstern ist es so, egal wie schlank du bist und auch wenn du nur 11% für Körperfett hast, wenn du dich hinsetzt, dann drücken deine Innereien oben hier im Bereich des Bauchs das Holster leicht nach außen. Und gerade hier ist es oft der Moment, wenn du dich hinsetzt und dein Gegenüber dich hinsetzt, wo du wirklich erkennst, dass jemand eine Waffe trägt oder nicht. Und hier mit diesem 3D-Wedge, hier war sozusagen einen Gegenpunkt, der das Ganze zum Körper hindrückt und so kann ich das Ganze verdeckt tragen. Ja, viele von euch fragen in den Kommentaren, hey, warum gibt es das Quasimodo-Holster nicht für alle Versionen, wie es auch beim Viking-Holster gibt? Beim Viking-Holster, und hier habe ich eines der Urmodelle, mein persönliches, sondern eines der allerersten, das gibt es wirklich für alles. Hier habe ich jetzt eine ultra komische Kombination, also eine quasi Glock 34 mit einem X400 Ultra. Und hier muss man halt sagen, diese Kombination, die würden wenige Leute tragen wollen, weil beim Inside the Waistband tragen gilt, je kleiner Waffe und Laserlichtmodul, umso besser. Und natürlich auch das Können ist ja eine große Frage, weil je nachdem, wie du aufgebaut bist, kann es schon mal sehr offensichtlich sein, aber wenn man so schmal ist wie ich, da ist das schon wirklich schwierig, so etwas zu verstecken. Und deshalb gibt es das Quasimodo-Holster nur für ausgewählte Waffen und entsprechende Laserlichtmodule. Gerade hier eben keine Exoten, weil wirklich jede Kombination ist von uns getestet worden, gerade auch mit Bezug auf das 3D-Wedge auf der Rückseite. Wichtig ist auch noch hier zu wissen, das Viking-Holster ist ein universell einsetzbares Holster. Das heißt, du kannst dieses Holster wirklich an jede Uhrposition deines Körpers bewegen und dort verdeckt tragen. Wichtiger Tipp noch, wenn du das Viking-Holster im Winkel trägst oder eben nicht auf der 12 Uhr Position, dann hier das Wedge entfernen. Die Schrauben, dass du das machen kannst, die sind bei deiner Bestellung schon immer dabei. Beim Quasimodo-Holster auf der anderen Seite, da handelt es sich um ein Holster, das ist auf Appendix Carry, also Tragen auf der 12 Uhr Position optimiert. Und das ist nochmal wichtig für dich. Das heißt, wenn du Flexibilität willst, dann definitiv das Viking-Holster. Wenn du aber Full-Size Compact-Waffen wirklich komplett verdeckt tragen möchtest, beziehungsweise nochmal einfach einen draufsetzen möchtest vom Viking-Holster, das ist das Wichtige, dann kann ich dir das Quasimodo-Holster ans Herz legen. Ja, und das war eigentlich alles, was du über Black Trident, Viking und Quasimodo-Holster wissen musst. Falls du noch Fragen hast, schreib sie unten in die Kommentare, wir beantworten die natürlich. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer von Black Trident.